weitergehoppelt in GreedFall. Wir sind immer noch einer großen Verschwörung auf der Spur namens Egon. Ein Pseudonym, ein Name, vielleicht auch einfach nur eine Bezeichnung für eine Organisation. Wir wissen es nicht. Leider haben schon viele gute Leute ihr Leben gelassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell ist die Groschengarde bei so Hinrichtungen? Weil wir erinnern uns, dass unser anscheinend nicht ganz ehrlicher Lieutenant Alexander, und alle drei haben anscheinend dazu gehört, von den 3 neuen Lieutenants, das müssten die nicht auch in einer höheren Position noch jemanden haben? Weil wenn 3 kriminell agierende Lieutenants das infiltrieren, naja. Und auf jeden Fall, der hat ja falsche Namen genannt. Nicht, dass die Leute jetzt schon tot sind. So, hallo. Your Excellency, I wasn't sure I'd see you alive again. How did you know we were here? Did the captain tell you? He was arrested while coming back here. Lieutenant Alexander said he was finally reported by his accomplices. That lieutenant has some nerve. We know he's involved. We found the body of the sergeant who was to accompany him here. He got rid of him to punish him for helping us, or to stop him from revealing more. We also found this document saying that everyone who knows about the case should be eliminated. You're in danger. And they've already found a way to get rid of the captain. Most of the men who are loyal to him are in jail. I can't do anything without help. I've been trying to get the commander. If anybody can restore order to all of this, she can. Here, take this evidence and show it to her. Die Kommandantin ist auch weg? There's nothing in there that clearly indicates who Egon is. The recent actions of Lieutenant Alexander suggest that he is the brains behind this operation. And we only have to compare his handwriting with these letters to be sure. I'm going to join the commander, but you should intervene. I'm afraid he'll get rid of the captain. Aha. Nimm den echten Egon fest. Aber wir haben jetzt einfach geschlussfolgert, dass Lieutenant Alexander der große Redelsführer hier in der Bude ist. Ich weiß nicht, das überzeugt mich irgendwie nicht, ne? Und jetzt soll ich mich um den Hauptmann kümmern. Wahrscheinlich ist es Manfred, der zu Anfang auf den Fall gesetzt hat. Oh, hier ist es schon. Your Excellency! What a joy to see you again. We finally stopped Egon. The captain will be happy. Naturally. And that is why you are surrounded by the men I apprehended. We visited your secret camp and found the body of poor Sergeant Franz, who in spite of his death, continues to betray you. You are a member of this organization, Lieutenant. And when we compare your handwriting to the letters we have seized, it wouldn't surprise me to discover that Egon is none other than you. We prepared a discreet death for you, worthy of your uncle's court. A little poison, and our troublesome diplomat would have been out of the way. But since you leave us with no choice, finish them. It'll be a real pleasure. Finally, our revenge has come. Also sie haben ein tolles Begräbnis für mich vorbereitet. Oh. Ja, warte mal. Oh, das hat nicht alle gestunt, oder? Wir sind noch nicht alle tot. Haben wir's dann? No, no, no! Why did you have to stick your nose in our business? If you had not been so careless, so eager to get rich and climb to the top, maybe we would never have discovered your operations. Surrender, Alexander. Unless you prefer Egon. Let me go! I could make you rich. I doubt that the commander would find that arrangement acceptable. Wretches! What? Your Excellency, Lieutenant Alexander was court-martialed and will soon be executed. You have my gratitude, Your Excellency. Without you, this assassin would have probably strangled me in prison. Manfred gave me all the evidence you gathered and told me about the case. I'm just Jetzt sorry erst. he didn't tell me about it sooner. My apologies, Commander. But you've been so busy since starting your new position. Wirklich? I never thought the case would be so big. Be that as it may, the high-ranking culprits have been punished, and the foot soldiers will be sent back to the continent. A few months on the front should bring them back to reality. Welche We Front owe you eigentlich? so much, Your Excellency. Without you, the Guard would probably be nothing more than a band of brigands. I am extremely grateful. I will not forget what you did for us. Don't mention it, Commander. Aha. Ah, ich habe eine weitere Belohnung gehalten. Also das Ding ist, also die Offiziere werden hingerichtet, Alexander auch, der jetzt anscheinend, nehmen wir jetzt einfach mal so fest, ist jetzt der Anführer. Und ansonsten, was haben wir noch erfahren?
Ja, und die normalen Fußsoldaten, die sind ein bisschen an der Front, also die Schläger. Aber wir wissen ja immer noch nicht, wer noch so dabei war, ne? Soll sie nicht noch was Neues sagen? Und also Manfred hat wirklich ihr die ganze Zeit nichts erzählt, weil sie war so beschäftigt mit ihrer neuen Position, die hatte keine Zeit dafür. Das tut uns ganz so leid. Da hatten wir, das ging leider nicht, da wussten wir, das ging nicht, da mussten wir hinterm Berg halten, weil das hätte er nicht gedacht, dass das so hohe Wellen schlägt. Also spätestens, wo sie in der zweiten Stadt agiert haben, war irgendwie schon ziemlich klar, dass es richtig doll hohe Wellen schlägt, oder? Was ist denn das für eine Ausrede mit? Ich hätte nicht gedacht, dass es so hohe Wellen schlägt. Also, nicht sehr glaubwürdig, oder? Die ganze Story. Die können sie vielleicht noch gegen sich berahmen. Es waren es nicht sogar 5? Da waren noch 2 Fußsoldaten bei. Hello, Commander. Lord de Sardet. How can I be of service to you? Aber weiß ich nicht. Okay, ne. I have to go. I also. Okay, gut, das war also das. Gut, dann hat die Quest jetzt schneller ein Ende genommen als gedacht. Ich hätte gedacht, das nimmt hier nochmal einen Twist gegen Ende. Richtig jetzt hier lang rennen. Hoch, runter und dann. Okay, gut, dann gucken wir mal, ob Manfred noch was zu sagen hat. Aber. Ja gut, dass jetzt Olle Hauptmann Ulrich auf einmal aus der Versenkung kam, war jetzt so ein bisschen die Deus Ex Machina in der Story, ne? Und dass wir halt nicht selber nachfragen kommt mit, Moment mal, was ist denn hier mit unseren Newton-Unteroffizier Franz? Der übrigens eine echte arme Sau ist, ne? Hat der noch was zu sagen? Hello, Your Excellency. What can I do? Aber es ist ja nicht die Art des Spiels, ne? Dass Leute hier dann nachdem das vorbei ist, das Gefecht noch irgendwas zu sagen haben. Liegen draußen vielleicht noch die Leichen? Kann ich die noch plündern? Leider nicht. Menno. Oder kann ich Alexander im Knast noch besuchen? Aber eigentlich passiert das in diesem Spiel einfach nicht, ne? Dass du halt irgendwie nach einer Quest noch mit den Leuten reden kannst. Ich bin das so ein bisschen gewohnt von ESO, weil da ist es halt so, dass wenn du eine Quest abgeschlossen hast, stehen die Leute halt irgendwo nochmal rum und du kannst mit denen tatsächlich nochmal quatschen. Und die haben nochmal so ein letztes nachfolgendes, quasi nachdem die ganze Geschichte passiert ist, Wort für dich. Wer ist hier gerade? Das ist immer noch der Kommandant, ne? Ist das Rolf? Ich glaube, das ist Rolf, ne? Wer ist hier drin? Ich weiß übrigens nicht, ob ich mit Rolf halt nochmal quatschen hätte können, wenn ich das dann tatsächlich gewollt hätte. Also dann zu dem Zeitpunkt von der einen Quest. Haben wir hier noch? Achso, hier ist ja immer noch diese komische Schmiede, obwohl es oben auch eine Schmiede gibt. Was hat er denn? Warum steht der denn da so komisch da? Gefängniswärter? Hello, what can I do? Okay. I must leave you. Ja, da liegt ein Schwert auf dem Boden, da soll er mal aufräumen. Na gut, so viel dazu. Ach ja, stimmt, hier ist ja noch der Arzt mit seiner Uniform daneben. So, schön. Schön. Dann haben wir jetzt mit Egon jetzt hinter uns gebracht. Jetzt hänge ich so ein bisschen in der Luft, weil ich weiß es nicht so richtig. Oh nein, ich bin wieder durch diese Tür gelaufen zum 100. Mal. Bonk. Das hat jemand kommentiert, dass was passieren würde, wenn jemand direkt hinter der Tür stehen würde, wenn de Sardet gerade so die Tür aufmacht, dieses welche Leute umgeworfen. Naja, gut, was haben wir denn noch an Nebenquests? Also erstmal die abgeschlossene Quest ausblenden. Wir haben tatsächlich keine Nebenquests mehr, außer dass ich noch irgendwelche Yorkler-Nester zerstören soll, wo immer die sind, in Tier Dop anscheinend. Naja, gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes mehr übrig, als treffe ich mit Ländern dem Ratsvorsteher? Ne, das machen wir nicht. Wir fragen erstmal rum wegen Konstantin sein Zeug, ne? Weil das kriegen wir jetzt, glaube ich, noch schnell hin. Das ist glaube ich, also ich meine, wir kennen die Antwort bereits. Sie lautet, ja, sorry, da kann man leider nichts machen. Und wir haben leider nur eine Strauß gefunden. Vor allem, weil wir jetzt mittlerweile, das wird besonders in Hikmet richtig witzig, die Frage, weil wir ja mittlerweile wissen, dass ja die Hikmet Boys daran schuld sind an der ganzen Geschichte. Oder zumindest einer ihrer Unterfraktionen. Generell ist übrigens Olle Administrator Gouverneur Borhan ist auf jeden Fall der unvertrauenswürdigste Typ von allen, oder? Ich meine, er bezahlt irgendwelche Söldner, um die Eingeborenen zu vergiften. Das ist der Typ, der irgendwelche Attentäter hinter uns geschickt hat und dann von nichts wieder wissen wollte, der die Leute entführen lässt. Ja, das wusste ich schon alles. Weißt du, das ist halt, jedes Mal bei ihm ist so, ja, das wusste ich, aber mir war nicht klar, dass das rauskommen könnte. Also, das ist ja seine Verteidigung. Quesi! Get out! Who do you think you are to defoil our ritual? One of those mind shakers, no doubt. Aiden, it is your duty to assure we are not interrupted. 1,000 pardons, Tien. It is indeed one of those mind shakers. A mind shaker? Look at him more closely, Aiden. He is an Almanawi. Present yourself and tell me why you interrupt our ceremony. My name is de Sardet.
I've come looking for you to ask for your help. I greet you, Donegad. We are so sorry to have interrupted your ritual. But my friend truly needs your advice. Don't excuse yourself. Are you the daughter of Bladned? Are you not a Donegad as well? It is true, but my powers of healing are far less powerful than your own. Then, how can I help you? My cousin suffers from a terrible sickness, the Malachor. I do not know this sickness. But perhaps we call it by a different name. It turns the blood black and provokes terrible suffering. And alas, it is fatal in all cases. We've never seen the ailing touched by such a sickness, and I doubt I am able to heal your cousin. We are looking for a remedy, but urgently need to relieve his pain. Could you slow the progression of the sickness? Keep him from suffering? In that, I can help you. I know how to make one forget the pain, even the most severely wounded. But Tiern, with all that is happening now, you cannot leave to visit this ill person. It is true. My village needs me now. I cannot leave. I must attend them. What is going on? Perhaps we can help you. Truly? You? Do they have a choice, Aiden? They do really seem to have need of me, don't they? Well then, tell us what we need to do. The situation has become unbearable. And it all started when these Moin Shakers began arriving. They wanted to convert everyone and take them to another place. Turn them away from us. And of course, the village folk would not be persuaded. But the Moin Shakers remained. And it was also at that time the Tenland started to attack. It is not their way to do as such. There are many wounded, and recently many have gone missing. We must discover from where these monsters come. I can try and talk sense into the missionaries, perhaps with the help of Bishop Petrus. As for the attacks of the creatures, I will see what I can do. But I need more information. Our master hunter, or the families of the Taken, could most likely help you. Very well. I'll take care of it. Make preparations to accompany us. The days are burning like very thin candles. Do not worry. If you see to the concerns of my village, I will be most happy to accompany you. Let's go and see this Master Hunter. He may be able to explain all there is to learn about these attacks. Deswegen gibt es hier so viele Unterquests. Das Monster hat aber schon gelegt, was er haben möchte. Also, um es kurz zu machen, er kann den Malachor nicht heilen, weil er kennt die Krankheit einfach nicht, aber er kann Schmerzen lindern, also er hat gute Schmerzmittel zur Verfügung. Leider müsste er dafür den Ort verlassen. Kann er nicht machen, weil die haben gerade größere Probleme, weil sowohl die Missionare als auch die Hikmet-Guys haben angegriffen. Sie haben viele verletzt und darum muss sich ein Donega kümmern. Er hat übrigens auch festgestellt, dass die Ora ja auch Donega ist, aber sie ist halt wesentlich schwächer im Heilen, als er das ist. Deswegen brauchen sie ihn. Und wir sollen jetzt erstmal einmal Rundumschlag helfen. Und ach so, mit irgendwelchen Bestien haben sie auch ein Problem. Deswegen soll ich mit dem Meisterjäger reden. Ich rede aber vorher nochmal mit... Ist es der Sohnfried? Das hat keiner gesagt, oder? Yes. I just have a few questions. I understand. Ich kann ihn fragen. Zwar Informationen über Anwesenheit der Kolonisten. Tell me about the colonists. When did you meet them for the first time? Perhaps a dozen cycles ago. I had heard rumors, of course, before that. Some of the eastern clans said that there were men coming from the sea who had made their home on their lands. They said that they built very tall houses and stole their children from them. I thought of it as nothing more than tales one tells by the fire of a night. Then one day, I saw them. They came into our village. They came with soldiers. They wanted to shake our minds. Treated us as if we were children, barely able to walk. I was told that they were not the same tribe as those found in the east. Different as well from your people, but I see no difference. You are all Renaigse to our lands. And I do not trust any of you. Oh, er hat relativ viel erzählt. Also er hat gemeint, er hat ursprünglich was von den ganz im Osten gehört. Das müssten die Hikmeter sein.
die hohe Gebäude bauen und Kinder entführen oder generell Leute. Aber er hat dann nicht dran geglaubt, bis er es selber gesehen hat und dann haben sie versucht, irgendwie bis zu missionieren und ihm ist durchaus bewusst, dass es theoretische Unterschiede zwischen den verschiedenen Fraktionen gibt, aber für ihn spielt es eigentlich keine Rolle. What can you tell me about your village? It is Wenshaveye, the village of living waters in our tongue. The wells and the rivers here flow with healing waters. All the island knows this. Our riverbanks are plentiful in plants, and the shores are full of shellfish that are used in healing potions. We are mostly fishermen and gatherers. We hunt little and have no warriors amongst us. Our village is a calm place in normal times, a place of peace. But since the coming of the Moinshakers... Also er meint, dass normalerweise gibt es hier sehr reiche Gewässer und generell überhaupt, also sie haben wenig Jäger oder Krieger und leben eigentlich eher friedlich, aber seit die Seenständer hier sind, schräg, Teleme, ist hier nicht mehr ganz so cool. Aber ansonsten ist es eigentlich ein Ort der Entspannung hier, mehr oder weniger. Katassach? Can you tell me more about Katassach? The Tiern. He is the best healer on the island. A good and wise man. He is very concerned about the sick under his care. He gives them all his time and energy. Our village has always had the greatest healers. And my master is as good as any of the ancestors. I hope to be as good one day. Also der Katassach... Bin ich gerade in der falschen Quest reingerutscht? Das kann sein. Oh, das wäre natürlich schade. Also er meint auf jeden Fall, der Katassach ist also aus dem Dorf hier kommen mal die besten Heiler und der muss sich nicht vor seinen Vorgängern verstecken. Die sind auch alle richtig dolle gut. Und er hofft, oder Aiden hofft auch eines Tages auch so gut zu sein wie er. Und die Tendler? I would like to hear more about the Tenlands. I'm in no better place to speak of these creatures. Before I believed I understood them, but today we simply took care to respect the place where they made their nests, so as not to disturb them. For like all of these creatures, they are part of the spirit of the island, a part of the balance. But all of a sudden, one day their numbers grew more and they became angry and aggressive. The balance has been broken, but I do not know how. Naja, also er meint, dass die Viecher, er dachte, er hat die verstanden und die haben die bis jetzt immer ignoriert, wo sie rumgelaufen sind. Aber auf einmal sind sie mehr geworden, aggressiver. Und das fand er jetzt nicht so geil. Und er weiß nicht so richtig, was es damit auf sich hat. Was haben wir hier noch? Goldmünzen und Munition? Das Schöne ist immer das Standgut ist. Hat er noch was weiteres zu sagen? Oder Katassach? Excuse me, not yet. Then how can I... Informationen über sein Dorf? What can you tell me about your village? Wenshaveye means living waters. The water that runs on the pebbles, but also the water that gives life. My people have lived here peacefully for a very long time and have thrived on fishing and on the herbs and the berries of the shore. And we, the Donegada, have always been excellent healers thanks to the river's numerous gifts. The people of the other villages respect us, and they often come to see us for this reason. Also, er hat genau das gleiche erzählt wie sein... Ist es jetzt sein Sohn oder zumindest sein Lehrling auf jeden Fall? Also, guter Heiler, wenn respektiert dafür, alles toll. Missionare? Tell me about the missionaries who came to the village. They say that the spirits of the island do not exist, or that they are demons. But we know that they are real. They want us to worship a god in the sun, but it is only a drawing on their clothes. And what they really want is to use our young people as servants. They are not good people, and we don't call them mind shakers for no reason. Also, das ist, sie sagen, also, die zweifeln halt an die Existenz der Geister, finden da alles nicht so geil. Was man irgendwie verstehen kann, und das, also sie nennen ihn aus gutem Grund, dass sie die Seelenständer sind, weil sie halt irgendwie, eigentlich wollen sie nur die jungen Leute quasi zu Sklaven erziehen. Was ja irgendwie so bei so Religionen relativ häufig vorkommt. Angriff aufs Dorf. Tell me about the attacks on your village. They began a while ago. Suddenly, the Tenlands have grown in numbers and have become more aggressive. They started to attack those who went outside the village, especially at night. We had to become more prudent.
but it wasn't enough to prevent some young people from disappearing. But you should go and ask the hunter. He knows the Tenlands habits well. Ah ja, okay, gut, das, I need to leave. Very well. Be on your guard if you wander outside the village. Ha. Na gut, also das meint, bei den Tieren soll ich mal lieber die Jäger fahren. So, bin ich jetzt in der richtigen Quest? Ich bin in der richtigen Quest. Weil das ist auf jeden Fall die vorher. Also anscheinend wahrscheinlich obwohl die Heiler an San Matthäus und die Missionare zu fragen, wäre wahrscheinlich genauso aufwendig gewesen, nehme ich mal stark an. Na gut, okay, dann reden wir erstmal hier mit den örtlichen Jägern. Mal sehen, was die dazu zu tun hat. Ich kann mich erinnern, dass ich immer durchgerannt bin und mit dem Meisterjäger reden wollte und der so, Also das hängt jetzt mit der Quest zusammen. Das ist ein bisschen bedeutend, dass die Leute halt, das ist halt so, naja, so linear aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, ne? Na gut. Hallo, Jäger. Good day. Are you the master hunter? Beurtir to mother, I say. I am indeed one and the same person. What do you want of me? Er ist in der Tat die gleiche Person. Ja, also Angriffe. Also er ist in der Tat der Meisterjäger. Problem erklären? The Denegad, Katasach, spoke to me about the animal attacks. Can you tell me more? The Tenlands have been angered. They are very angry. The beasts have always lived here. But they only attack if we tread near their nest. Of late, they attack on sight. There have been many wounded. And some of our young have even disappeared. It may be that the Tenlands killed them, but it is also possible they followed the missionaries. Also er meint, dass die Viecher waren früher halt, wenn man das Nest betreten hat, dann war das halt natürlich genau wie jetzt, aber neuerdings greifen sie sich schon an, wenn sie sich nur sehen, das ist nicht so geil und einige Leute wurden verletzt und einige junge Leute sind komplett verschwunden. Es könnte natürlich sein, dass die Tiere die komplett aufgefressen haben oder die Missionare haben die sich mehr oder weniger freiwillig geschnappt. Okay, die Tenlands selbst. What can you tell me about the Tenlands? They are normally very peaceful creatures, very calm, but who defend their young with fury. During the attacks, I noticed that they were not all the same. Not all from the same nest. What do you mean? That the other beasts don't come from here, but from other places. And that they are coming more and more often. Oh, das ist ja hochinteressant. Also, die Viecher kommen nicht alle aus dem gleichen Nest, sondern sehen unterschiedlich aus. Und sie kommen aus unterschiedlichen Regionen und versammeln sich hier. Das ist in der Tat sehr beeindruckend, ne? Na gut, also extern gesteuert, Opfer. Were there many victims? Many wounded. Thanks to the healing powers of the Donegad, they survived. But the attacks happen more and more often. And they come with greater fury. I try to chase them away. To destroy any nests that I found. But still, more of them come. And now our children disappear. The stress alone could kill our village. Can you tell me who the children are? A young fisherman and a gatherer. You will find the sister of the woman and the brother of the man in the village. I will go and see them. Also der hat versucht, Nester zu zerstören und Dings, aber es hat alles nicht gereicht und dass die verschwundenen Kinder sind aber auf jeden Fall das Hauptproblem und anscheinend ein junger Fischer und eine junge Sammlerin sind weg. Moment. Wie kann man die besiegen? I believe I can help you in your fight against the Tenlands. How would you advise me to go about it? You must destroy their nests. It's sad, but the only way to stop their numbers growing. There are most likely 3 around here. I can point you in the direction to one that I discovered. I would have taken care of it, but my village cannot spare my presence here. I must keep watch. I did not find the 2 others. Some in the village may know where to find them. And how would I go about destroying the nests? You must burn them and kill the dominant one, or else they will build again. We see them especially at dawn. After that, we no longer see them. But be careful, Renaxe. The night belongs to the Tenlands. That is when they are most awake. Going out at night is very dangerous.
Sehr gut, wir thank gehen you nach for your Haus. advice. We shall go and destroy these nests come dawn. Ah ja, also das Nest zerstören, das dominante Haupttier zerstören sollte helfen. Warum so aggressiv? Isn't it odd that these creatures who are normally passive have become so aggressive? Yes. Yes. This has never happened in my lifetime. What do you know? Speak. Lives are at risk. I do not speak of things I am not sure of. The Renaigse, like you, do not understand the bond we have with nature. Also er hat das in seiner Lebenszeit noch nicht so gesehen, aber er benötigt elementare Fallen. Habe ich keine? Aber er möchte nicht sich in Spekulationen verlieren, aber theoretisch weiß er was. Darauf bestehen wir das, anbieten zu helfen? Is there anything that we might be able to do for you? Besides destroying their nests and fighting the Tenlands, do you know the art of crafting weapons? Our artisan was among the wounded, and my weapon is broken. I can try to repair it. Here, in this condition, it is of no use to me at all. Okay, ich kann eine Waffe für ihn reparieren, okay. What do you know about the missionaries? The Mind Shakers. They came here before the attacks of the Tenlands and buzz around us like flies. They speak of light, of demons, and the soul. Their words make little sense. All that they want is for us to join their village, and that we serve them as if they were Tiern. They want to make us Renaigse. They want to sever our bond with our lands. Their words do not touch those old enough to understand. But the young are sometimes swayed. And listen, they follow them to their Eden village. And they become their servants. Their bond is cut. Have you tried to fight them? No. But some have fought. Because they treat the young girls badly. I think if not for the attacks, no one would have turned to them and their light. But hope fled our village. And the weak of courage have doubts and listen to their lies. It sounds as if the attacks began at a timely moment for the missionaries. Das ist ja interessant. Also, dass die... I must be going. Katasach advised us to speak with the families of those missing. Perhaps they might know where the Tenlands have built their nests. Fixen wir das mit der Handwerksmittel? Das kriegen wir hin. Also er meint auf jeden Fall, dass also das normale... Also erstmal behandeln die Missionare die jungen Mädchen schlecht. Warum auch immer das jetzt auf einmal wieder explizit erwähnt wird. Dann fallen die jungen Leute den Missionaren anheim. Was und daran liegt, dass die Viecher das Dorf bedrohen und deswegen sie in so einer Notlage sind. Und das ist halt ein gewisses Heilsversprechen dabei. Ja. So, zack, reparieren kann ich auf jeden Fall. Here is your weapon. It has been made new. Thank you. You have given it back its purpose. It belonged to my master before me, and you have understood its nature. It may be that you are more on Almanawi than Renaigse, and that you will one day see as we. During my walks, I saw a great Tenlan of clear skin. The others seemed to follow him. I felt that he called them, that he fed them rage, and that his place is not here. Why didn't you try to kill it? He is very strong, and the others protect him. I was only able to track him to his lair, a cavern. I placed traps all around it, but all were avoided. He is clever. You say he doesn't have his place here. What do you mean? That he was brought here to attract the others and make them rage. By men. The Renaigse. But I cannot prove this.
That is why I did not wish to voice these thoughts. I feel it. Nothing more. Ah, okay, also gut, dass wir ihn nicht bedrängt haben, sondern erstmal seine Waffe repariert haben und gezeigt haben, dass wir in der Lage sind, den Geist zu fühlen. Okay, also er glaubt, dass die Viecher, die ja sehr praktischerweise hier sind, hergebracht wurden von den Missionaren, um halt eine Notsituation zu schaffen, diese besser zu überzeugen. Und er hat sehr bedacht, dass wir die Seele der Waffe beachtet haben. Er kann es halt nicht beweisen, das große weiße Tendern, das die anderen aufstachelt. Interessant, dass die Missionare sowas haben. Aber vielleicht ist es auch schon ein geprüftes Ding. Das ist, naja. Aber auf jeden Fall alles ganz interessant. Wir reden mit den Familien, aber das machen wir alles beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt GreedFall. Macht's gut bis dahin. Ich wünsche euch was. Habt noch einen wunderschönen Abend.